Hallo, willkommen zurück bei Einfach Deutsch. Ich bin Thomas. Wie geht es dir heute? Ich hoffe, dir geht es gut. Mir geht es sehr gut. Die Sonne scheint. Und ich bin glücklich. Aber weißt du, was mich noch glücklicher macht? Unser Thema heute. Es ist ein großes Thema. Ein sehr wichtiges Thema. Heute sprechen wir darüber, wie du dein Gehirn trainierst, wie du natürlich Deutsch sprichst, nicht wie ein Roboter, sondern wie ein echter Mensch. Viele Deutschlerner sagen mir, Thomas, ich kann Grammatik, ich kenne viele Wörter, aber wenn ich spreche, bin ich langsam, ich bin nervös, ich denke zu lange. Das ist ein sehr großes Problem. Und du bist nicht allein. Das passiert vielen Lernern. Aber heute zeige ich dir, wie du das änderst, wie du dein Gehirn trainierst, wie Deutsch in deinen Kopf kommt. Nicht Englisch, nicht deine Muttersprache, sondern echtes, natürliches Deutsch. Aber bevor wir beginnen, möchte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Wenn dir dieser Kanal gefällt, klick auf den Like-Button. Der kleine Daumen nach oben. Klick, klick, klick. Das hilft mir sehr. Und abonniere. Einfach Deutsch. Abonnieren ist sehr wichtig. Es hilft mir, mehr Videos für dich zu machen. Und teile diese Episode mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit jedem, der Deutsch lernt. Okay? Lass uns beginnen. Trainiere dein Gehirn. Wenn du Deutsch sprichst, was passiert in deinem Kopf? Lass mich dir zeigen, was viele Lerner tun. Ein Lerner hört eine Frage, wie war dein Tag? Und dann, der Lerner denkt in seiner Muttersprache. Ich hatte einen guten Tag. Ich bin zur Arbeit gegangen. Es war interessant. Dann übersetzt der Lerner im Kopf. Guter Tag, das ist guter Tag, das ist Deutsch. Dann denkt der Lerner, ich bin gegangen. Das ist zur Arbeit. Okay, zur Arbeit. Dann spricht der Lerner, ich hatte einen guten Tag. Ich gehe zur Arbeit. Das dauert lange. Das ist langsam. Und es klingt nicht natürlich. Verstehst du das Problem? Der Lerner übersetzt. Übersetzen ist langsam. Übersetzen ist schwierig. Übersetzen ist nicht natürlich. Muttersprachler übersetzen nicht. Sie denken nicht in ihrer Muttersprache. Sie denken direkt auf Deutsch. Wenn ein Deutscher jemanden fragt, wie war dein Tag? Denkt er nicht lange nach. Die Antwort kommt sofort, natürlich, flüssig. Das ist das Ziel. Das möchten wir erreichen. Aber wie? Wie trainierst du dein Gehirn, direkt auf Deutsch zu denken? Das ist heute unser Thema. Ich zeige dir 3 Tipps. 3 kleine, einfache Tipps. Mit jedem Tipp trainierst du dein Gehirn. Tipp 1. Denke in kleinen deutschen Sätzen, den ganzen Tag. Tipp 2. Input. Lies und höre echtes Deutsch, jeden Tag. Tipp 3. Output. Sprich zu dir selbst. Dein Gehirn braucht deine Stimme. Dein Gehirn braucht Übung. Das ist alles. 3 Tipps. Einfach, aber sehr kraftvoll. Mit diesen 3 Tipps wird dein Gehirn stärker. Dein Deutsch wird natürlicher. Dein Deutsch wird schneller. Lass uns beginnen. Bereit? Das ist der erste und wichtigste Tipp. Du musst deinem Gehirn beibringen, auf Deutsch zu denken. Nicht in langen, komplizierten Sätzen. In kleinen, einfachen Sätzen. Wie macht man das? Das ist sehr einfach. Du beschreibst deine Welt. Auf Deutsch. In deinem Kopf. Stell dir vor, du siehst einen Stift. Einen blauen Stift. Denk nicht nur, das ist ein Stift. Das ist zu einfach. Besser ist,
Das ist mein Stift. Mein Stift ist blau. Ich mag diesen Stift. Das ist Training. Das ist dein Gehirn trainieren. Oder du sitzt im Zug. Was siehst du? Dein Gehirn sagt, ich sitze im Zug. Das Fenster ist offen. Ich sehe Bäume. Die Bäume sind grün. Der Himmel ist blau. Ein Mann sitzt neben mir. Ein Mädchen liest ein Buch. Das ist Training. Das ist sehr einfach. Aber es ist sehr kraftvoll. Warum ist es so wichtig? Weil du dein Gehirn trainierst, Verbindungen zu schaffen. Du verbindest das Wort Stift direkt mit dem Stift. Nicht mit deiner Muttersprache. Direkt mit dem Stift. Das ist das Geheimnis. So wirst du natürlich. Lass mich dir mehr Beispiele geben. Am Morgen wachst du auf. Was sagt dein Gehirn? Ich wache auf. Es ist morgen. Ich bin müde. Ich strecke meine Arme. Ich bin bereit. Nicht ich bin awake, sondern ich bin wach oder ich bin bereit. In der Küche. Ich öffne den Kühlschrank. Ich sehe Milch. Ich sehe Käse. Ich sehe Eier. Ich mache Frühstück. Ich nehme 2 Eier. Ich mache ein Omelett. Das Omelett ist gelb. Es ist heiß. Es riecht gut. Im Bus. Ich sitze im Bus. Ich schaue auf mein Handy. Das Handy ist schwarz. Ich sehe eine Nachricht. Die Nachricht ist von meinem Freund. Ich bin glücklich. Das ist Training. Das ist jeden Tag Training. 10 Minuten, 15 Minuten, den ganzen Tag. Mit dieser Methode baut dein Gehirn Deutsch auf. Nicht in deiner Muttersprache, sondern auf Deutsch. So lernst du schnell zu sprechen. So wirst du natürlich. Jetzt der zweite Tipp. Input. Input bedeutet, Deutsch geht in dein Gehirn, in deine Ohren, in deine Augen. Input ist sehr wichtig. Dein Gehirn braucht Input. Dein Gehirn braucht Material. Material zum Lernen. Was ist guter Input? Guter Input ist einfach. Guter Input ist interessant. Guter Input ist nicht zu schnell. Hier sind die besten Inputquellen. Podcasts. Podcasts wie dieser. Podcasts auf Deutsch, einfaches Deutsch, langsames Deutsch. So wie ich mit dir spreche. Musik. Einfache deutsche Musik. Popsongs. Deine Lieblingssongs. Warum? Weil Songs repetitiv sind. Das bedeutet, die Wörter kommen wieder und wieder. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist repetitiv. Und repetitiv ist sehr gut für dein Gehirn. Videos. Einfache Videos. Nicht schnelle Actionfilme, sondern einfache Videos. Zum Beispiel Kochvideos. Ein Mann oder eine Frau kocht. Sie sagt, ich sehe eine Tomate. Die Tomate ist rot. Ich schneide die Tomate. Ich salze die Tomate. Ich mache Salat. Warum sind Kochvideos so gut? Weil du das Wort Tomate hörst. Und du siehst die Tomate. Dein Gehirn verbindet das Wort und die Aktion. Das ist sehr kraftvoll. Sportvideos. Vielleicht magst du Fußball. Finde Fußballvideos auf Deutsch. Er schießt. Das ist ein Tor. Der Torwart fängt den Ball. Wunderbar. Das ist Input. Das ist sehr wichtig. Wie viel Input brauchst du? Das ist einfach 15 bis 30 Minuten jeden Tag. Das ist genug. Nicht 4 Stunden. Das ist zu viel. Nicht zu schnell. Das ist zu schwierig. Sondern jeden Tag 15 bis 30 Minuten. Einfaches Material. Material, das du magst. Das ist der Weg. Jetzt der dritte Tipp. Output. Input ist Deutsch rein. Output ist Deutsch raus. Output ist Sprechen.
Aber du sagst, Thomas, ich bin allein, ich habe keine Freunde, ich habe keinen Partner. Wie soll ich sprechen? Sehr gute Frage. Die Antwort ist, du sprichst zu dir selbst. Ich weiß, das klingt seltsam, aber das ist sehr wichtig, das ist sehr kraftvoll. Wo kannst du zu dir selbst sprechen? In deinem Zimmer, im Auto, in der Dusche, im Wald, überall. Was sagst du? Du beschreibst deine Welt, genau wie wir in Tipp 1 gelernt haben. Zum Beispiel in der Dusche. Das Wasser ist warm, es ist sehr schön. Ich wasche mein Gesicht, das Wasser ist jetzt kalt, das ist gut. Ich wasche meine Haare, das Shampoo riecht gut. Es riecht nach Zitrone. Im Auto. Ich fahre zum Supermarkt, die Straße ist voll, viele Autos. Ein rotes Auto ist vor mir, der Fahrer fährt zu schnell. Die Ampel ist rot, ich muss warten. Ich bin geduldig. In deinem Zimmer. Ich sitze auf meinem Bett. Mein Bett ist weich, ich sehe einen Computer. Der Computer ist schwarz. Ich sehe ein Fenster. Das Fenster ist groß. Der Himmel ist blau. Das ist Output. Das ist Sprechen. Dein Gehirn hört deine Stimme. Das ist wichtig. Dein Ohr hört dich. Das ist Training. Und hier ist das Wichtigste. Du übersetzt nicht. Du denkst nicht in deiner Muttersprache. Du siehst das Wasser. Du sagst, das Wasser. Du siehst die Farbe. Du sagst, das Wasser ist warm. Das ist direkt. Das ist natürlich. Das ist nicht übersetzt. Mit dieser Methode baut dein Gehirn echtes Deutsch auf. Jetzt bist du dran. Ich möchte, dass du mit mir übst. Stell dir vor, du bist in deinem Zimmer. Schau dich um. Was siehst du? Jetzt sprich. Sprich laut. Dein Ohr muss dich hören. Sag mir, was du siehst. Auf Deutsch. In kleinen Sätzen. Zum Beispiel, ich sitze auf meinem Stuhl. Der Stuhl ist braun. Ich sehe eine Lampe. Die Lampe ist an. Das Licht ist gelb. Ich sehe ein Buch. Das Buch ist dick. Das Buch ist rot. Das ist sehr gut. Das ist Training. Jetzt denk an deinen gestrigen Tag. Was hast du gemacht? Sprich es laut aus. Zum Beispiel, ich bin aufgewacht, ich habe Frühstück gegessen, ich habe Kaffee getrunken. Der Kaffee war heiß, ich bin zur Arbeit gegangen. Ich habe viel gearbeitet. Mein Chef war nett. Ich bin nach Hause gegangen. Ich habe Pizza gegessen. Ich habe einen Film geschaut. Der Film war lustig. Ich bin müde geworden. Ich bin schlafen gegangen. Siehst du? Das ist Sprechen. Das ist Output. Das ist dein Gehirn trainieren. Du machst das sehr gut. Wirklich. Jetzt hast du eine wichtige Frage. Wie lange dauert das? Lerne ich schnell? Wird mein Gehirn morgen anders sein? Sehr gute Frage. Hier ist die Antwort. Nein, nicht morgen. Das dauert Zeit. Das ist wichtig zu verstehen. Eine Sprache zu lernen ist nicht schnell. Es ist nicht wie ein Videospiel. Du kannst nicht auf einen Knopf drücken und fertig sein. Sprachen lernen ist langsam. Es geht Schritt für Schritt. Tag für Tag. Kleine Verbesserungen. Aber das ist okay. Das ist normal. Wenn du diese 3 Tipps umsetzt, wird dein Gehirn stärker. Nicht in einer Woche. Nicht in einem Monat. Aber in 2, 3, 4 Monaten wirst du eine Veränderung sehen. Du wirst bemerken, ich spreche schneller. Ich denke nicht mehr so lange nach. Die Wörter kommen automatisch. Ich übersetze nicht mehr. Das ist der Erfolg. Wie viel Zeit brauchst du pro Tag? Nicht viel. 15 Minuten. 20 Minuten. Mehr ist besser. Aber weniger ist auch okay.
Die wichtigste Regel ist, jeden Tag. Nicht eine Stunde einmal pro Woche, sondern 15 Minuten jeden Tag. Mit dieser Methode wird dein Gehirn Deutsch lieben und dein Deutsch wird natürlich. Jetzt habe ich noch einen wichtigen Punkt. Wenn du zu dir selbst sprichst, wirst du Fehler machen. Du sagst, das Wasser ist kalt, aber später denkst du, nein, das Wasser ist kalt. Das ist richtig. Aber ich hätte sagen können, das Wasser ist sehr kalt. Ist das ein Fehler? Nein, das ist normal. Oder du sagst, ich fahre zum Supermarkt. Aber du verwendest das Präsens. Du hättest das perfekt benutzen können. Aber das ist okay. Fehler sind nicht schlecht. Fehler sind sehr gut. Fehler bedeuten, du lernst. Wenn du einen Fehler machst, sag einfach, okay, das war nicht ganz richtig. Ich versuche es nochmal. Und dann versuchst du es nochmal. Das ist Training. So wächst dein Gehirn. Sei nicht nervös. Hab keine Angst vor Fehlern. Akzeptiere die Fehler. Fehler sind deine Freunde. Lass mich kurz zusammenfassen. Das ist sehr wichtig. Tipp 1. Denke den ganzen Tag in kleinen deutschen Sätzen. Beschreibe deine Welt, dein Zimmer, dein Essen, deinen Tag. Einfache Sätze, aber auf Deutsch, nicht in deiner Muttersprache. Tipp 2. Input jeden Tag. Höre Podcasts, höre deutsche Musik, schau Videos, 15 bis 30 Minuten. Material, das dir gefällt. Tipp 3. Output jeden Tag. Sprich zu dir selbst. Beschreibe deine Welt laut. Dein Ohr muss dich hören. Das ist Training. Das ist alles. 3 einfache Tipps. Wenn du diese 3 Tipps umsetzt, wird dein Gehirn stärker. Dein Deutsch wird natürlicher. Du wirst schneller sprechen. Das ist keine Magie. Das ist Wissenschaft. Dein Gehirn funktioniert so. Mit Wiederholung, mit Input, mit Output. Jetzt möchte ich dir etwas sehr Wichtiges sagen. Du machst das gut. Wirklich. Wenn du Deutsch lernst, bist du mutig. Sehr mutig. Du versuchst etwas Neues. Du versuchst etwas Schwieriges. Nicht jeder hat diesen Mut. Also, sei stolz auf dich. Du bist auf einem guten Weg. Mit jedem Tag wirst du besser. Mit jeder Stunde wirst du stärker. Gib nicht auf. Bleib dran. Das lohnt sich wirklich. Jetzt habe ich Fragen für dich. Erste Frage. Welcher Tipp ist für dich am besten? Tipp 1, Tipp 2 oder Tipp 3? Schreib mir in die Kommentare. Erzähl mir, welchen Tipp möchtest du zuerst ausprobieren? Zweite Frage. Was magst du? Was interessiert dich? Ich habe nach Videos gefragt. Kochvideos, Sportvideos, Musikvideos. Was interessiert dich? Schreib mir, dann kann ich dir noch bessere Tipps geben. Dritte Frage. Wirst du versuchen, zu dir selbst zu sprechen? Das ist die Frage, die mich am meisten interessiert. Wirst du in der Dusche Deutsch sprechen? Im Auto? In deinem Zimmer? Schreib mir. Erzähl mir von deinem Experiment. Okay, mein Freund, das war heute viel Information, viel zum Nachdenken, viel zum Lernen. Aber ich hoffe, du hast verstanden. Dein Gehirn kann trainiert werden, wie ein Muskel, mit Input, mit Output, mit Gedanken auf Deutsch, Tag für Tag, Schritt für Schritt, kleine Verbesserungen. Und eines Tages, vielleicht bald, sprichst du Deutsch. Natürlich, flüssig, ohne zu übersetzen. Das ist möglich. Das ist real. Das ist dein Weg. Danke, dass du mir heute zugehört hast. Das bedeutet mir sehr viel. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du etwas gelernt hast, teile es mit deinen Freunden, deiner Familie, mit jedem,
der Deutsch lernt. Das hilft mir. Und es hilft anderen Lernern. Und wenn du noch nicht abonniert hast, abonniere jetzt. Einfach Deutsch. Wir machen zusammen Deutsch besser. Wir machen zusammen Deutsch leichter. Nächste Woche kommt ein neues Video, ein neues Thema, noch mehr Tipps, noch mehr Training. Bis dahin, denk auf Deutsch, höre Deutsch, sprich Deutsch. Mit jedem Tag wirst du besser. Du schaffst das. Ich bin Thomas. Einfach Deutsch. Bleib neugierig, bleib stark, lerne jeden Tag ein bisschen Deutsch. Auf Wiedersehen, mein Freund. Bis bald. Tschüss.